Funhall bringt mit dem Buchcafé sein drittes Set in der Town Life-Reihe raus und gleichzeitig sein zweites Modular. Und ist es vielleicht sogar besser als der Antiquitätenladen? Das klären wir in diesem Video. Zunächst mal klären wir aber was anderes. Das ist kein Modular. Dem Newsstand fehlen einfach die trennbaren Etagen, die so ein Modular ausmacht. Nur weil's Dach abgeht, wird das noch kein Modular. Aus deinem Trabi wird ja auch kein Mercedes, nur weil du auf die Motorhaube einen Mercedes-Stern klebst. Zurück zum Buchcafé. Man bekommt ein optisch wieder sehr ansprechendes Gebäude. Man bekommt dieses Telefonbuch mit dazu, das die Bauanleitung darstellt. Man kann sich aber direkt über den QR-Code auf der Bauanleitung auch ein PDF davon laden. Wie immer bei neueren Funhall-Releases ist auch hier alles bedruckt und man erhält diese cleveren Kabelführungssteine, mit denen das Kabelmanagement total einfach wird. Auch wenn es hier gefühlt ein bisschen schlechter ist als beim Antiquitätenladen. Hier gibt es einfach so ein paar Stellen, zum Beispiel bei der Stehlampe, wo die Kabel wirklich schlecht zu verstecken sind. Wo wir gerade bei der Stehlampe sind, das Gebäude hat eine tolle Inneneinrichtung auf allen Etagen. Unten natürlich das Café mit Sitzgelegenheiten, mit dem Tresen und vor allen Dingen auch mit einer super schicken Kaffeemaschine, die mit wirklich verchromten Teilen kommt. Also nicht nur dieses abgespritzte Silber, das man immer mal wieder kennt und wo so komische Schlieren dann drin sind. Das hat das Gebäude hier in Form von Goldteilen tatsächlich, die nur abgespritzt und mit diesen Schlieren sind. Die Kaffeemaschine ist aus verchromten Teilen gebaut und die glänzt so schön. Das ist ein absolutes Highlight für mich in diesem Bausatz. Ein Stockwerk drüber haben wir dann den Bücherteil dieses Buchcafés. Also Regale voll mit Büchern, ein kleiner Schreibtisch, auf dem ein aufgeschlagenes Buch liegt, was sehr schön aussieht, ein großer Ohrensessel, in den man sich reinsetzen kann und in Büchern schmökern kann. Und diesmal passen auch alle Proportionen zum Beispiel von den Bücherregalen sehr gut. Das hatte ich ja beim Antiquitätenladen kritisiert, dass dieses riesige Regal eher wie ein Fremdkörper aussieht. Ganz oben unter dem Dach hat man dann final noch eine Schlafgelegenheit. Und man hat die Möglichkeit, in diese Etagen auch reinzuschauen, selbst dann, wenn das Gebäude komplett zusammengesetzt ist. Denn auf allen Etagen gibt es entweder aufklappbare Türen, die die Rückwand rausklappen und man damit einen schönen Blick in die Inneneinrichtung erhält. Oder beim Dachgeschoss lässt sich der hintere Teil abnehmen. Hier ist auch, das fand ich auch ein sehr schönes Element, das sind eigentlich ja Scheiben von Autos, die sind jetzt hier in diesem Taubenblau gehalten und Teil des Daches. Schöne Zierelemente erfreuen das Auge bei diesem Gebäude. Das Hörnchen ist natürlich doppelt schön, das hier in die Zierelementgestaltung eingebunden ist, weil es halt den Bogen dann auch wieder zum Café schlägt. Und auch die Dachgestaltung finde ich sehr schön gelungen und sie passt diesmal auch wirklich zur Story, nämlich ein kleines Café irgendwo in Frankreich. Und wenn ich das Gebäude mir anschaue, dann sehe ich auch genau das. Dieses kleine Café in Frankreich, das mittlerweile die Tochter der ehemaligen Besitzer führt. Hier ist die Story, anders als beim Antiquitätenladen, wirklich rund. Wirklich rund ist auch mal wieder der Preis. Man bekommt das Set derzeit bei Amazon für 99 € und da gibt es dann nochmal 15% Rabatt drauf. Also für Pi mal Daumen 85 € bekommt man hier ein halbes Modular, sage ich mal, da kommen wir gleich noch dazu, das ist nämlich nicht wirklich ein halbes, mit einer sehr ansprechenden Beleuchtung. Das bekommt man zu dem Preis einfach bei keinem anderen Anbieter. Womit wir bei den wenigen Punkten sind, die mir an diesem Gebäude nicht gefallen, aber einer ist halt echt massiv und unschön. Also man muss sportlich sein, um ins Bett zu kommen, aber gut, wenn du das jeden Tag machst, sollte das kein Problem darstellen. Die Blume, die hier vorne vor dem Gebäude steht, die ist von Funhall einfach dumm gebaut. Man ersetzt die Elemente einfach ineinander, die haben aber Spannung und damit hält das nicht. Die springen immer wieder raus. Ich habe in meins jetzt daher einfach noch Außenbestand eine Dreierstange in die Mitte reingemacht und damit ist das Problem vom Tisch. Vom Tisch ist, und das wird dem aufmerksamen Beobachter schon aufgefallen sein,
auch eines der hellgrünen Elemente. Das hat irgendwie die Katze als tolles Spielzeug empfunden und hat es irgendwo hingekickt, wo es aktuell keiner mehr findet. Auch dieses Gebäude hat wieder außenliegende Kabel, also Kabel an der Seite, wo eigentlich, wenn man ein anderes Gebäude direkt daneben setzt, die Wand schon des anderen Gebäudes ist. Ich habe das zumindest für die Laterne direkt gefixt. Das ist total einfach und man kann das Kabel einfach an einer anderen Stelle ins Gebäude führen und es liegt dann nicht mehr außen auf und stört da irgendwie. Die Kabel vom Erdgeschoss in den ersten Stock, die sind aber auch bei mir noch auf der Außenwand. Generell kann oder will man ja eigentlich gar kein anderes Gebäude daneben stellen, denn auf der Wand sind ja auch noch 4 Fenster, die dann irgendwie nutzlos wären. Ein Nachteil des Fensters unter der Treppe ist allerdings, da ist hinten dran der Einschub fürs Kabelmanagement, also wo alle Kabel zusammenlaufen. Und dadurch, dass da halt ein Fenster ist, sieht man die Kabel unter der Treppe. Auch hinter diesem Gebäude befindet sich leider so ein Zwangsgehweg, weil auch da eigentlich der Battery Pack ran soll. Da werden wir noch ein bisschen warten müssen, bis Funhole das ordentlich gefixt bekommt, indem man zum Beispiel den Battery Pack im Gebäude versteckt. Und ich hätte ja nie gedacht, dass ich das jemals machen muss, aber ich muss mich über die Klemmkraft der Steine beschweren. Aber in eine andere Richtung, als ihr jetzt denkt. Nämlich diese Steine, die die Verbindung zum nächsten Stockwerk herstellen, auf die also diese Kontaktplättchen aufgeklebt werden. Da ist mir die Klemmkraft tatsächlich zu hoch. Die bleiben immer wieder am unteren Stein hängen und man muss irgendwie reingreifen und das rausfummeln. Das sehe ich einfach die Gefahr, dass beim Trennen, wenn man da mal unvorsichtig vorgeht, einem die Kabel abreißen. Aber ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mich irgendwann mal über eine zu hohe Klemmkraft beschwere. Die Lichtfarbe und auch die Optik der Laterne ist abweichend zu der vom Newsstand. Das ist jetzt nicht so schön, das kann man aber argumentativ noch irgendwie verkaufen, dass zum Beispiel vor dem Newsstand irgendwie noch eine alte Gaslaterne steht und hier vor dem Café schon irgendwas Moderneres. Apropos modern, ich finde die Inneneinrichtung klafft teilweise zeitlich sehr weit auseinander. Wir haben unten zum Beispiel eine hochmoderne Kaffeemaschine und oben schreibt man dann noch mit dem Federkiel. Womit wir beim wirklich unschönen Hauptproblem dieses eigentlich tollen Gebäudes sind. Ich wollte das ja wie immer auf eine Milz setzen. Das ist jetzt eine 16x32, also das, was alle anderen Anbieter von modularen Gebäuden als Plattengröße für ein halbes modulares Gebäude benutzen. Aber das Café, ich lege das hier mal oben drauf und gehe auf die andere Kamera für euch. Das Café steht nicht auf 16x32. Das Café steht aus welchen Gründen auch immer auf 18x32. Das System modularer Gebäude basiert auf dem 16er Raster seit über 10 Jahren. Da geht man nicht ran. Schon gar nicht, wenn man relativ spät erst überhaupt als Mitspieler in diesen Markt eintritt. Oder, um es mit den Worten meines Bruders zu sagen, das Caster schon so gemacht, dann ist halt der Scheiß. Wer das Gebäude in seine modulare Stadt integrieren will und bislang auch schon auf Mills aufgebaut hat, dem bleibt nichts anderes übrig, als sich entweder eine 32x32 zu zerschneiden, damit die Gebäude alle untereinander die richtige Höhe haben, oder man muss irgendwas dann da noch drauffummeln auf die verbleibenden 14 Noppen, wenn man da eine 32x32 drunter baut. Irgendwie einen kleinen Park oder sowas. Muss das sein? Warum kann man dieses wirklich schöne Gebäude nicht auf das 16er Rastermaß setzen, das einfach ein Quasi-Standard ist? Da verstehe ich die Entscheidungen bei Funhole tatsächlich nicht, denn man zeigt auch mit diesem Gebäude wieder, dass man es kann. Ein wirklich tolles Gebäude zu einem super Preis, mit einer klasse Story, mit tollen Steinen, die einwandfrei passen, die nicht verkratzt sind, überall nur Drucke auf den Steinen. Und dann hat man so einen riesen Fauxpas bei der Grundplatte. Das sollte aber niemand davon abhalten, das zu kaufen, denn das kann man, ich hatte es ja schon ausgeführt, auf 2 verschiedene Arten und Weisen fixen. Beziehungsweise man hat das Problem ja auch nicht, wenn man nicht auf Mills baut oder wenn man keine Stadt hat, wo das irgendwie in das Rastermaß passen muss, sondern wenn man das zum Beispiel einzeln ins Regal stellen will, ist es natürlich relativ egal, ob das jetzt 18 oder 16 Noppen sind. Von daher,
Auch das ist wieder ein super Gebäude geworden von Funhole, das sich ideal eignet zum Einstieg in die modulare Welt, zumal es auch wirklich günstig ist und der Aufbau wirklich Spaß macht. Das ist total fluffig von der Hand gegangen. Ich wollte ja eigentlich 3 Livestreams machen. Ich hatte aber so viel Spaß dann, dass der zweite Teil dann zwar bis kurz nach Mitternacht ging, aber ich das Gebäude dann auch fertig vor mir stehen hatte mit seiner tollen Beleuchtung und seinem insgesamt sehr ansprechenden Aussehen. Fehlt noch die Antwort auf die Eingangsfrage, ist es denn der bessere Antiquitätenladen? Ich würde sagen, jein. Das Buntglasfenster vom Antiquitätenladen, das kannst du ganz schwer toppen. Aber dieses Gebäude ist in seiner Gesamtheit einfach runder als der Antiquitätenladen. Sowohl was Optik der Innenräume angeht, was die Story angeht, ist das hier in meinen Augen das bessere Gesamtpaket. Aber natürlich sind beides tolle Gebäude. Und wenn ihr es euch leisten könnt, sowohl finanziell als auch vom Platz her, die nehmen ja dann doch einiges an Platz weg, holt euch am besten beide und entscheidet selbst. Ich freue mich auf weitere modulare Gebäude hier in der Town Life Serie von Funhole. Und ich weiß vor allem eins, es wird besser werden. Die Problemchen, die ich hier und die ich auch beim Antiquitätenladen aufgelistet habe, die werden weniger werden, weil Funhole zuhört und umsetzt. Das haben sie bislang immer gemacht und ich bin überzeugt, dass sie das auch in dieser Serie machen werden.